Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch solche schönen Handschuhe. So schaut die eine Seite aus. Das ist die Maschenzunahme für den großen Finger. Auf der einen Seite aus, es schaut so aus. Auf der anderen Seite ist der Finger, schaut so aus. Das ist die Maschenabnahme oben. So schaut es aus. Richtig schöne, bequeme Handschuhe. Also ich stelle meine Sachen oft auch zum Verkauf aus. Ich habe unten einen Link ausgestellt, da könnt ihr gerne schauen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Also für diese Handschuhe verwende ich einmal Sockenwolle von der Firma Rilana, flotte Socke. Lauflinie ist hier 150 Gramm, 375 Meter. Und einmal habe ich noch, also ich habe die zweifädig gestrickt. Von der Firma Rilana auch Kit Mohair mit Seide. Da ist die Lauflinie 25 Gramm, 210 Meter. Das ist der Bestand. Mohair und Seide. So, wie gesagt, habe ich jetzt doppelfädig gestrickt. Also beide Handschuhe wiegen bei mir ca. 60 Gramm. Also Kit Mohair, also von der Mohair-Wolle braucht man auf jeden Fall nicht mehr als einen Knäuel, sogar viel weniger. Und von der Sockenwolle braucht man natürlich viel weniger als 150 Gramm. Das ist auch ein Knäuel, also jeweils ein Knäuel reicht dann aus. Ich habe euch hier auch die Maschen ausgerechnet. Das sind die Handschuhgrößen. Für meine Größe, das ist die Größe 7. Handumfang besteht aus 16 bis 18 cm, aber bei mir sind es 18 cm. Bei Größe 8 sind es 18 bis 20, 9, 20, 22 cm und so weiter. Das ist der Umfang von der Hand. So, dann habe ich die Maschen ausgerechnet. Maschenanschlag bei Größe 6, 60, 30 Maschen, bei Größe 7, 36 Maschen, bei 8, 40 und so weiter. Bis Größe 11, 56 Maschen. Natürlich hängt es auch davon ab, wie man strickt, ob man fest oder eher locker strickt. Dann habe ich Maschenzunahme für den großen Finger. Und zwar, wir nehmen dann hier die Maschen für den Finger also zu. Wir arbeiten hier die Umschläge und das ist die Anzahl von den Umschlägen oder von den Maschen, die wir zunehmen. Bei Größe 6, 9 Umschläge oder Maschen, bei Größe 7, 10, 11, 13, 14 und 16. Also zum Beispiel bei Größe 11 kann man 16 Umschläge stricken. Das sind dann 16 Maschen, nehmen wir für den Finger zu. Insgesamt, ne, hier. Das ist dann die Maschenzunahme. So, und dann haben wir noch die Länge von Handschuh von dem großen Finger, bis wir hier die Abnahme stricken. Das habe ich hier ausgerechnet in Reihen. Wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie man strickt. Ungefähr aber habe ich ausgerechnet, bei meiner Größe 7 stricke ich dann 25 Reihen und so weiter. Bei Größe 11 zum Beispiel kann man 38 Reihen stricken. So, das sind die ganzen Angaben. Also ich stricke die Handschuhe mit 5 Sockennadeln. Ich habe hier die Nummer 3, 2,75 bis 3, das passt. Und ich zeige euch jetzt, wie man so einen schönen Rand aufnehmen kann. Und zwar ist es so, dass ich für meine Größe S oder Nummer 7 ist das, schlage ich mir pro Nadel 9 Maschen auf. Das heißt 4 mal 9 Maschen. Und zwar, ich mache das folgendermaßen. Ich nehme
schlage mir die Maschen auf diese Weise auf, also die ersten 2 Maschen. Jetzt schlage ich die nächste Masche genauso auf. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt wechsle ich hier an dem großen Finger den Faden. Und zwar ich greife den jetzt so wie üblich und jetzt wechsle ich die Seite. Also nicht so, sondern so. Und jetzt von hinten schlage ich mir die zweite Masche auf. So. Jetzt nochmal nehme ich ganz normal den Faden, einmal von vorne anschlagen, einmal wechseln, von hinten die zweite Masche anschlagen. So, noch einmal. Man kann aber auch ganz normal aufnehmen, wie man gewohnt ist. Einmal von vorne, jetzt einmal wechseln und einmal von hinten. Und wie wir sehen, es entsteht so ein Rand. Ich finde, der schaut sehr schön aus. Also von vorne den Faden wechseln und von hinten. Wenn es nicht so gut funktioniert, dann kann man auf die übliche Art und Weise die Maschen anschlagen. Und so schlage ich die Maschen, wie gesagt, pro eine Nadel 4 mal 9 Maschen auf. Und dann schlage ich noch eine letzte Masche auf, das ist dann die Verbindungsmasche. Also so habe ich die Maschen jetzt angeschlagen. Jetzt verteile ich mir meine Maschen, also pro Nadel habe ich dann 9 Maschen jeweils. Und so auf die weiteren Nadeln verteilen. Und auf der letzten Nadel bleiben dann 10 Maschen. So, jetzt verbinden wir. Aufpassen, dass sich das Ganze nicht verdreht. Schaut auf den ersten Blick sehr klein aus, aber wenn man ein paar Reihen gestrickt hat, dann zieht sich das alles schön auseinander. So. Jetzt nehme ich mir diese erste Masche auf die rechte Nadel und ziehe mir die rechte Masche über die linke Masche. So einmal durch und jetzt ziehe ich beide Faden schön zusammenziehen. Und jetzt fange ich an und stricke die rechten Maschen. Also ich stricke jetzt einfach rechte Maschen in Runden, also jede Nadel stricke ich durch. Jetzt habe ich alles auf eine Nadel gestrickt, habe ich mir vergessen, die 5. Nadel zu nehmen. So, dann nehme ich mir die 9 Maschen wieder ab. So, und wie gesagt, die weiteren Nadeln stricke ich auch alle Maschen rechts.
Und so stricke ich in Runden dann weiter. Die erste Runde stricke ich jetzt zu Ende. Also ich habe jetzt erste Runde gestrickt. An diesem Faden sehen wir immer, wo bei uns die Reihe beginnt oder die Runde. Dann stricke ich genauso wie bis jetzt alle Maschen rechts. Auch in der zweiten und in weiteren Runden stricke ich alle Maschen rechts. Also ich habe bereits so ein Stück gestrickt. Und jetzt stricken wir, und das ist von der Linie bei mir ca. 9 cm Linie. So, und jetzt stricken wir die Zunahme für den großen Finger. Und zwar, wir müssen die Handschuhe entgegengesetzt stricken. Ich zeige euch jetzt sofort, wie man auf der Seite die Maschenzunahme macht für den einen Handschuh und auf der anderen Seite die Maschenzunahme für den anderen Schuh. So, also ich habe hier den Reihenbeginn und jetzt stricke ich hier die Maschenzunahme auf der rechten Seite. Also hier auf der Seite stecke ich jetzt die Maschenzunahme für den einen Handschuh. Und zwar, ich habe hier die 9 Maschen. Ich mache einen Umschlag, also von hinten, also so von hinten nach vorne greife ich. Und dann stricke ich mir diese eine Masche von der ersten Nadel auch mit, damit der Umschlag schön, also nicht weggeht. Man kann ansonsten auch, wenn man mit runden Stricknadeln strickt, kann man auch markieren, die Maschen hier markieren. So, den Umschlag habe ich jetzt gestrickt. Das wäre für den ersten Handschuh. Und jetzt stricken wir eine komplette Runde und in der zweiten Runde verstricke ich dann den Umschlag. Also ich stricke jede zweite, in der jeden zweiten Runde nehme ich eine Masche auf und stricke einen Umschlag. Also ich würde jetzt praktisch alle weiteren Maschen, 4 Nadeln, an den 4 Nadeln jetzt eine Runde ganz normal weiter stricken, bis ich wieder bei demselben Umschlag ankomme. Für den zweiten Handschuh stricken wir die Maschenzunahme auf der linken Seite. Also ich habe hier Reihenbeginn und ich bin jetzt hier auf der linken Seite. Also die 2 Nadeln habe ich durchgestrickt. Jetzt wende ich so und stricke hier auf der Seite auch die Maschenzunahme oder einen Strick, einen Umschlag. Also ich stricke die erste Masche rechts. Jetzt mache ich einen Umschlag und zwar den mache ich jetzt von vorne. So, also nehme ich den Umschlag auf und dann stricke ich alle weiteren Maschen, stricke ich wiederum rechts. Und jetzt stricke ich dann praktisch auf der Seite auch komplett 4 Nadeln durch, bis ich auf der Seite ankomme. Also ich habe jetzt eine Runde durchgestrickt. Und zwar jetzt bin ich hier auf der rechten Seite. Wir haben ja einen Umschlag hier schon gestrickt. Und den stricke ich jetzt verkreuzt. Das ist die zweite Reihe. In der zweiten Reihe stricke ich den Umschlag. Also die Masche davor stricke ich rechts. Und stricke ich verkreuzte Masche. Ich gehe hinter, also hier nach hinten hier zwischen steche ich ein und dann hole ich mir den Umschlag von hinten und stricke so die Masche, damit die verkreuzt ist.
So, jetzt habe ich den Umschlag auf der rechten Seite verstrickt. Jetzt stricke ich wieder eine komplette Runde und dann stricke ich auf die gleiche Weise auf der Seite auch wiederum einen Umschlag. So, und jetzt bin ich auf der linken Seite. Da habe ich auch eine Runde gestrickt. Wir haben davor einen Umschlag hier zusammen gestrickt und jetzt stricke ich den Umschlag durch. So, die erste Masche stricke ich rechts. Jetzt haben wir hier den Umschlag, den stricke ich so von vorne, stiche ich ein, also hier von vorne, damit die Masche sich verkreuzt, und stricke ich eine rechte Masche. So, und alle weiteren Maschen stricke ich auch rechts. Und jetzt stricke ich auch eine komplette Runde und in der nächsten Runde nehme ich dann auf der linken Seite auch einen Umschlag wieder auf. So, jetzt bin ich wieder auf der rechten Seite. Da stricken wir jetzt einen Umschlag. So, die letzte Masche bleibt bei mir auf der Nadel und stricke ich einen Umschlag. Also von vorne und dann hier die letzte Masche stricken. Jetzt stricke ich wieder eine komplette Runde und dann stricke ich den Umschlag. So, jetzt bin ich auf der linken Seite und stricken wir wieder den Umschlag auf der linken Seite. Die erste Masche stricke ich durch und dann nehme ich mir den Umschlag auf diese Art und Weise auf und dann alle weiteren Maschen stricke ich rechts. Und dann stricke ich eine komplette Runde rechte Maschen. Und ich bin jetzt wieder auf der rechten Seite. Und dafür stricke ich wieder den Umschlag. Und zwar, ich greife von hinten und stricke so den Umschlag durch. Also damit ihr nicht durcheinander kommt, zeige ich euch noch einmal kurz den Unterschied. Also auf der rechten Seite, wie man da den Umschlag strickt. Auf der rechten Seite nehme ich mir den Umschlag auf diese Weise auf und auf der linken Seite auf diese Weise auf. Auf der rechten Seite hier am Anfang stricke ich den Umschlag von hinten und auf der linken Seite stricke ich dann den Umschlag von vorne. Also von hinten stricke ich auf der rechten Seite. Und hier ist es so, also auf der Seite, ich bin jetzt auf der rechten Seite. Hier, das ist die rechte Seite. Auf der rechten Seite habe ich hier diese Randmasche und nehme hier auf der Seite die Maschen für den Handschuh auf. Man sieht hier die erste Masche und dann die zweite. Und auf der linken Seite, das ist dann die linke Seite, ich habe hier die erste Masche, das ist wie die Randmasche. Und hier auf der linken Seite von der Masche nehme ich mir die Maschen auf. Also von der Seite. Das ist die Masche, von der ich dann die Maschen nach links aufnehme. Hier nehme ich mir die Maschen nach rechts und auf der Seite nehme ich mir die Maschen nach links auf. So, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. So, auf diese Weise stricken wir dann zwei entgegengesetzte Finger. So, und auf diese Art und Weise nehmen wir dann praktisch, ich habe hier schon mal gezeigt, für die Finger stricken wir entweder 9 oder je nachdem welche Größe auch bis 16 Umschläge.
Also ich habe für meine Größe 7, 10 Umschläge aufgenommen, 10 Maschen praktisch dann für den großen Finger. Also ich habe jetzt Folgendes, ich habe jetzt die Maschenzunahme auf der linken Seite gestrickt, nicht auf der rechten Seite. Jetzt mache ich Folgendes. Also jetzt müssen wir, also ich habe jetzt auf jede Nadel, auf 3 Nadeln habe ich jetzt jeweils 9 Maschen und hier auf der Nadel, wo ich die Maschen zugenommen habe, habe ich 20. Ich habe 19 Maschen, keine 20, weil wir haben normalerweise 9 plus 10 Maschenzunahmen für den Finger. Ich nehme mir jetzt eine Nadel mit Stückchen Wolle. Jetzt mache ich Folgendes, jetzt nehme ich mir die 10 Maschen für den Finger auf diese Nadel ab. Und zwar, also ich habe hier die Maschenzunahme für den Finger gemacht. Also man sieht hier, das ist die zentrale Masche und von da habe ich die Maschenzunahme nach links gestrickt. Also ich nehme mir jetzt die Maschen hier, die 10 Maschen von der zentralen, von dieser Masche. 10 Maschen nehme ich jetzt für den Finger ab. So. Ziehe ich jetzt den blauen Faden durch alle Maschen durch. So. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt verbinde ich hier diese Maschen wieder zu diesem Stück. Also das ist jetzt, sind jetzt die Maschen jetzt für unseren Finger. Und hier stricken wir dann in Runden weiter. Also hier verbinde ich praktisch und stricke dieses Stück in Runden als rechte Maschen dann weiter. So, ich nehme meine 5. Nadel. Jetzt ziehe ich hier einfach zusammen, lege hier einfach zusammen und stricke hier die erste Masche. So, dann haben wir schon mal verbunden und stricke ganz normal jetzt in Runden einfach mit rechten Maschen weiter, ohne Maschenzunahme oder Abnahme. So, und diese Maschen für den Finger, die bleiben einfach erstmal so auf der Hilfsfaden. So, wie gesagt, ich stricke jetzt einfach dann weitere Runden. So, und ich habe die Länge schon mal ausgerechnet für meine Größe. Stricke ich dann 25 Runden, das ist Größe 7. Und für weitere Größen kann man jeweils anpassen. Für Größe 9 zum Beispiel 32 Runden und so weiter. Aber es hängt auch davon ab, wie ihr strickt. Also ich stricke jetzt in Runden einfach hier dieses Stück weiter, bis wir die Maschenabnahme oben dann stricken. So, also ich habe jetzt soweit gestrickt. Ich habe ab dem Finger bis dahin 25 Reihen gestrickt für meine Größe. So, und jetzt stricken wir hier die Spitze. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. So, also ich bin jetzt hier auf der Seite. Die erste Masche stricke ich rechts, also schon darauf achten, dass man hier gerade genau in der Mitte ist. So, und jetzt stricke ich 2
Maschen rechts zusammen. Also bei mir liegt die rechte Schlingenseite hier vorne, deswegen stricke ich, ohne die Maschen zu wenden, so von hinten nach vorne, sodass die Maschen nach rechts zeigt. Jetzt stricke ich alle Maschen rechts, also ganz normal, nach Muster. So, und jetzt stricken wir die zweite Nadel. So, wir stricken erstmal alle Maschen rechts, bis 3 Maschen übrig bleiben. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt wende ich die Maschen. Also ich hebe mir die Masche auf die rechte Nadel, die zweite auch. Und jetzt stiche ich nochmal mit der linken Nadel in die Maschen rein. Und jetzt kann ich sofort 2 Maschen rechts zusammenstricken. Und die letzte Masche stricke ich auch rechts. So, das ist dann die Maschenabnahme. Jetzt wende ich die Arbeit. Und auf diesen 2 Nadeln stricken wir genau gleich. Also jetzt bin ich hier auf der Seite. Jetzt stricke ich eine Masche rechts und von hinten nach vorne stiche ich ein und stricke 2 Maschen rechts zusammen. Wie gesagt, diese Schlingenseite, die rechte, die liegt bei mir vorne. So, jetzt stricke ich alle weiteren Maschen rechts. So, jetzt stricken wir die zweite Nadel. Jetzt bin ich auf der linken Seite. So, und jetzt habe ich hier 3 Maschen, die hebe ich ab und wende die Maschen. Jetzt gehe ich nochmal mit der Nadel rein, mit der linken, und stricke ich beide Maschen rechts zusammen. Eine Masche rechts. So, wir haben jetzt die Maschenabnahme eine gestrickt. Jetzt wende ich. Und die nächste Runde stricke ich alles ohne Maschenabnahme. Also wir stricken die Maschenabnahme in jeder zweiten Reihe. Wie gesagt, jetzt die zweite Reihe. Nach der Maschenabnahme stricke ich komplett alle Maschen rechts. Und in jeder zweiten Reihe stricken wir diese Maschenabnahme. Bis in die Mitte 4 Maschen übrig bleiben. Und dann sehen wir uns noch einmal. Also ich habe jetzt die Maschenabnahme soweit gestrickt, bis auf jede Seite 4 Maschen bleiben. Ich habe 2 Nadeln bereits schon weggenommen. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt schneide ich den Faden ab. Nehme mir eine Nadel. So, mache ich einfädeln. Jetzt mache ich Folgendes. In der Strickrichtung nehme ich mir die ganzen Maschen auf die Nadel ab und fädele da den Faden durch. So, einmal durchziehen und auf der anderen Seite genauso. So, durch alle Maschen durch.
Man kann sogar noch einmal durchfädeln durch die Maschen, damit es ein bisschen fester wird. Das kann man auch machen. So, einmal und die andere Seite genauso. So, jetzt gebe ich die Nadel, drücke da so in die Mitte und jetzt wende ich den Handschuh. So, und jetzt ziehe ich alles hier in die Mitte zusammen. So, schön zusammenziehen und jetzt kann man den Faden befestigen, schön vernähen und den Faden abschneiden. So, jetzt mache ich Folgendes, jetzt schneide ich hier ein bisschen den Faden kürzer. Und zwar diesen eine Seite, den dickeren Faden, den kann man aufteilen in 2 Teile. So, mache ich jetzt so aufteilen. Jetzt nehme ich mir den kleineren Haken, ziehe ich irgendwo den Faden eine Seite durch eine Schlinge durch. Und jetzt mache ich noch einen Knoten, schön verknoten. Das kann man noch einmal machen, damit es schön fest ist. Nochmal irgendwo durchziehen. Jetzt kann ich den Faden abschneiden. So. So schaut die Spitze dann aus. So. Genau. Und dann sind wir mit der Spitze fertig. So stricken wir mit euren großen Fingern. Ich habe jetzt auf jeder Seite jeweils 5 Maschen. 5 Maschen da und 5 Maschen auf der Seite. So, jetzt nehme ich noch zusätzliche 2 Maschen auf aus den Querschlingen. Also ich habe hier eine Querschlinge und hier eine Querschlinge. Und diese beiden Schlingen nehme ich mir auf die Nadel. Und auf der Seite machen wir genauso noch 2 weitere Schlingen. Also hier habe ich die erste Schlinge, die nehme ich mir auf. Hier und noch irgendwo eine zweite Schlinge auf die Nadel holen. So, dass wir 2 Schlingen und 2 Maschen noch zusätzlich auf die Nadel bekommen. So, jetzt beginnen wir mit dem Stricken. Ich nehme mir den Faden. Diese ersten aufgenommenen Maschen stricke ich verkreuzt, also so gehe ich, hier habe ich die linke Schlingenseite vorne und stricke so verkreuzt, damit da keine großen Löcher entstehen. Einmal die erste Masche und die zweite Masche auch. So, dann stricke ich alle weiteren Maschen rechts. Wende das Ganze.
So, stricke hier erstmal alle Maschen rechts. Und hier stricke ich auch verkreuzte Maschen, gehe ich aber von hinten rein und so verkreuzen. Die erste Masche und die zweite Masche. Und jetzt stricke ich ganz normal in Runden weiter. Also einfach rechte Maschen stricken, bis wir die gewünschte Linie erreicht haben. So stricke ich einfach dann weitere Runden. Also ich habe den jetzt so weit gestrickt. Ich probiere das Ganze noch mal kurz an. Also ich habe so weit gestrickt, dass nur noch kleine Spitze übrig bleibt. Das sind bei mir bis jetzt so ungefähr 16 Runden sind das. Und jetzt stricken wir die Maschenabnahme. So, also da habe ich den Anfang. Die erste Masche stricke ich rechts. Die zweite und dritte Masche stricke ich nach rechts verschränkt, also von hinten. Die rechte Schlingseite liegt bei mir vorne, deswegen greife ich hier von hinten rein und stricke 2 Maschen rechts. Jetzt eine Masche rechts. Jetzt wende ich die Maschen und stricke 2 Maschen rechts zusammen, nach links verschränkt. Und die letzte Masche stricke ich rechts. Jetzt wende ich das Ganze und mache auf der zweiten Nadel genau das gleiche. Die erste Masche stricke ich rechts. So, die nächsten 2 Maschen stricke ich rechts von hinten nach vorne. Eine Masche rechts, die beiden Maschen wende ich und stricke 2 Maschen rechts. Und die letzte Masche stricke ich rechts. So, jetzt stricken wir die zweite Runde. Jetzt stricke ich sofort die ersten 2 Maschen rechts zusammen. Also von links nach rechts. So, eine Masche rechts. Und jetzt wende ich die letzten 2 Maschen und stricke diese auch rechts zusammen. So, jetzt die zweite Nadel genauso. Also die ersten 2 Maschen stricke ich sofort rechts zusammen. Eine Masche rechts und jetzt wende ich beide Maschen und stricke diese auch rechts zusammen. So, dann sind wir soweit und damit fertig. Ich kann es nochmal anprobieren und schauen, ob es passt. Ja, das passt von der Linie. So, und jetzt schließen wir.
So, jetzt schneide ich den Faden ab. Nehme mir eine Nähnadel. So, und jetzt hebe ich mir die Maschen alle ab auf die Nähnadel. Also hier habe ich meinen Faden, hier würde ich die Reihe dann weiter stricken. Jetzt hebe ich einfach alle Maschen ab. Ziehe dadurch auch den Faden. So, einmal hier durch und die zweite Nadel, da hebe ich auch alle Maschen ab. So, jetzt ziehe ich das Ganze schön zusammen in der Mitte. Jetzt ziehe ich das Ganze auf die linke Seite durch. Wende den Handschuh um. Also schön zusammenziehen und hier einfach auch vernähen. So vernähen, dass das Ganze schön hält. So, jetzt können wir den Faden abschneiden. Jetzt kann ich nur noch den Faden verarbeiten, dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Handschuh. Also hier mache ich Folgendes, ich trenne mir, mache ein bisschen kürzer abschneiden. So, ich trenne mir den großen Faden einmal durch. So, nehme davon 2 Fädchen. So. So, jetzt habe ich Fädchen auseinander getrennt. Und jetzt gehe ich irgendwo, stiche ich ein, hole eine Seite mir durch. Und dann kann ich das Ganze schön verknoten. So, und das gleiche können wir noch einmal wiederholen. Noch einmal irgendwo einstechen, Faden durchziehen und nochmal einen Knoten binden. Mache ich etwas höher. So. Jetzt kann man das Ganze abschneiden. So, und dann sind wir eigentlich schon mit dem Handschuh fertig. Auf die gleiche Art und Weise kann man auch diesen Faden verarbeiten und auch hier den Faden auf die linke Seite ziehen und wie gesagt hier auch verarbeiten. Also ich habe jetzt soweit meinen Handschuh verarbeitet, so schaut der aus. So, also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch ganz viele Kommentare, würde mich auch sehr freuen und bis zum nächsten Mal.